Silvester steht quasi schon vor der Tür und da dachte ich mir, ich bringe mal Düfte mit dabei, die perfekt auf eure Silvesterparty passen. Kurzer Spoiler vorweg, ich habe euch da letzt ein Kirschdüfte-Video gemacht. Ich finde, diese Düfte würden da auch perfekt hinpassen, zumindest einige von denen, die da mit dabei sind. Es lohnt sich also vielleicht auch mal bei dem Video vorbeizuschauen, wenn du Kirsche in Düften magst. Aber lasst uns mal hier mit reinstarten mit dem allerersten Duft und ich sag mal so, für all diejenigen, die auf Leder, auf Heavy Metal oder Rock stehen, da ist der Tony Iommi Monkey Special von Xerjoff bestimmt der richtige Duft. Boah, das ist so krass, dieser Duft im Riechen. Der ist so alkoholisch, rummig im ersten Riechen. Ist eine Duftkombination, die sehr, sehr einzigartig für mich ist. Wir haben nämlich so viele Gegensätze so ein bisschen mit drin. Wir haben was sehr Fruchtiges, aber wir haben eben auch dieses alkoholisch Süße und aber auch was sehr, sehr Würziges mit drin. Krass. Ja, Leder kommt auf jeden Fall auch mit raus. Zimt, finde ich, riecht man in der Kombination auch richtig gut mit raus. Aber wir haben auch irgendwie so ein bisschen was Kräuteriges, wirklich was leicht Krautiges auf jeden Fall da auch mit rein. Es ist ein sehr, sehr besonderer Duft, der aber im Verlauf eben auf jeden Fall süß, würzig und sehr ledrig wird und bleibt. Für mich auch ein Duft, der schon auch in eine maskuline Richtung geht. Der Duft ist sehr besonders in der Komposition. Wir bekommen nämlich auch eine Rose, die auf jeden Fall durchzuriechen ist. Wir haben eine fruchtige Süße mit drin, das in Kombination mit dem Leder und eben auch mit Karamell, Harzen und Tonkabohne. Das ist wirklich schon eine Duftexplosion, dieser Duft. Da muss man sich drauf einlassen, kann anecken, ist aber sehr besonders. Also mit dem Duft wirst du definitiv auffallen. Insofern könnte das vielleicht ein Duft sein, um auffallend ins neue Jahr zu starten. Leder haben wir auch im nächsten Duft, aber der ist trotzdem ganz anders. Und zwar ist es der Purple Night von Le Barguet. Ein wirklich sehr, sehr cooler Unisex-Duft, wie ich finde, auch wenn er vielleicht etwas feminin startet. Boah, das ist so süß im ersten Riechen. Mandarine, sehr saftig, aber schon die weißen Blüten, die da einfach intensiv mit reinkommen. Der ist süß, der ist blumig, aber, und das ist das Besondere an diesem Duft, der hat wahnsinnig Sex-Appeal und ich finde den wahnsinnig sexy, denn wir bekommen zu diesem süßen, mandarinigen Start Leder mit rein und leichte Tabaknoten in Kombination mit Patchouli, was eben was ein bisschen Erdiges nochmal mit reingibt, was ein guter Kontrast zu diesem süßen Start auf jeden Fall ist. Der Duft ist irgendwie sexy, der ist wild. Ich finde, der ist schon wirklich sehr, sehr gut geeignet, auch zum Party machen, zum Weggehen. Den kann man sehr gut tragen, wenn man auch was mit Leder vielleicht anhat. Oder auch einen kurzen Rock, ein kurzes Kleid oder auch für Männer, die sich wirklich schön gerichtet haben, die das einfach als i-Tüpfelchen nochmal tragen. Ich finde, der ist total geschlechterneutral und kann wirklich von jedem sehr gut getragen werden. Auch einer von meinen favorisierten Düften und jetzt, wo ich den gerade so rieche, denke ich mir, ich sollte ihn öfters tragen. Ombre Superfluid von Les Yeux Primordial ist so ein Duft, der ist gefühlt so ein bisschen hier in der Community sehr beliebt geworden in sehr kurzer Zeit. Und ich kann es mega verstehen, weil das ist wirklich so ein cooler Duft. Ich weiß nicht, wo der die ganze Zeit gewartet hat. Es hat sehr lange gedauert, bis ich ihn endlich mal getestet habe und jetzt liebe ich ihn. Der startet schön süß, aber auch sehr würzig. Wir haben hier Apfel, Honig, Zimt, Sesam, auch wenn man den so jetzt nicht rausriecht, aber man riecht wirklich was schön würzig, zimtiges. Und auch hier haben wir eine Rose im Herzen. Wir haben aber auch eben Kardamom, das heißt, dieses Würzige bleibt definitiv mit drin. Aber was für mich so am Anfang auf jeden Fall rauskommt, ist so ein schöner, süßer Honig, der diese ganzen Komponenten total schön einhüllt. Dieses schon süße, würzige vom Anfang wird ganz gut aufgefangen durch Tabak, aber auch eben durch Rum. Das heißt, wir bekommen alkoholische Noten. Deswegen für mich auch ein wirklich richtig guter Unisex-Duft. Sehr, sehr besonders. Hat so einen würzig-orientalischen Touch, wie ich finde. Ist auf jeden Fall auch richtig durchsetzungsstark und kann ich mir richtig, richtig gut für eine durchzechte Partynacht vorstellen. Süß, würzig oder auch orientalisch ist auch der Side-Effekt von Initio. Nichtsdestotrotz wollte ich ihn unbedingt mitnehmen, weil er geht natürlich schon auch vom Duftverlauf in eine ganz andere Richtung. Der ist alkoholisch, süß, würzig, orientalisch schon im ersten Riechen, aber wir haben hier Hedionen mit drin und ich finde, das macht den Duft so ein bisschen molekular. Also kommt so was Frisches, Helles auf jeden Fall nochmal mit rein und auch hier definitiv
die Gewürze, die schnell mit reinkommen, Safran, Tabak, auch hier Zimt, aber ich finde, er ist nicht ganz so quietschig süß wie der Ombre Superfluid. Der Side-Effekt, da ist für mich der Tabak ein bisschen mehr im Vordergrund. Ich finde, bei dem Ombre Superfluid kommt halt wirklich diese Süße auch aus dem Honig mit raus, was das Ganze halt so ein bisschen quietschig süß im Verlauf ein bisschen macht. Also der Side-Effekt ist auch süß, aber der hat so ein bisschen was Metallisches an sich. Vielleicht ist es das, was ich mit dem Hedion meinte vorhin. Der ist im Gegensatz zu dem Ombre Superfluid so ein bisschen abgeklärter, so ein bisschen kantiger. Der Ombre Superfluid, das ist wirklich so eine süß-würzig orientalische Masse und der Side-Effekt, das ist so ein bisschen der große Bruder, der ist abgeklärt, der ist so ein bisschen distanzierter, der hat so seine Haltung, der ist nicht ganz so verspielt, würde ich jetzt mal sagen, aber auch ein super schöner Duft. Ich muss allerdings sagen, der Side-Effekt für mich eher ein Duft, dadurch, dass er nicht ganz so süß ist, der in eine eher maskuline Richtung geht, wohingegen eben der Ombre Superfluid auf jeden Fall unisex-tauglich ist. Und zu guter Letzt habe ich noch den Magus von Memoirs London mit dabei. Ein Duft, wo ich jetzt schon mal vorab sagen würde, dass er eher in eine etwas feminine Richtung geht. Oh, das ist so schön. Auch hier orientalische Vibes. Und auch hier haben wir Zimt mit drin und ich finde, im ersten Riechen ist Zimt so richtig, richtig gut solo rauszuriechen. Hat ein bisschen was winterlich-weihnachtliches im ersten Riechen. Sehr schön würzig mit Kardamom, Koriander, Mandarine und eben dem Zimt. Mandarine vielleicht auch in Kombination mit der Kokosnuss. Gibt es was leicht fruchtig, frisches mit rein. Ganz, ganz toll komponiert. Und der bleibt süß, ein bisschen vanillig, wird schön rund. Bekommt aber auch leicht putrige Vibes, also auch das so ein bisschen ein balsamisch-putriger Duft, der ganz, ganz toll komponiert ist und bei dem Moschus und Vanille im Verlauf sehr schön rauskommt. Ich finde tatsächlich, dass das Cremige im Verlauf auf jeden Fall überwiegt. Ein super schöner Duft, der sich richtig, richtig schön auf die Haut drauflegt, den man sowohl, finde ich, jetzt in einer Partynacht tragen kann, aber auch, wenn man zum Beispiel schön essen geht. Der lässt sich auf jeden Fall ganz, ganz toll, zimtig, süß duften. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Schön feminin, hat Sexappeal auf jeden Fall, hat was Anziehendes und ist von der Intensität her wirklich auch angenehm. Also sehr, sehr schön. Hier eben auf jeden Fall mit einem feminineren Touch. Falls du einen von diesen Düften in deiner Silvesternacht ausprobieren möchtest, hast du jetzt natürlich die Chance, einen von ihnen zu gewinnen. Dafür einfach das Video liken, den Channel abonnieren und schreib mir runter unter das Video, welchen von diesen Düften du in 8 ml gewinnen möchtest. Und mit ein bisschen Glück kannst du in 2025 mit einem von diesen Düften reinstarten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.